Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi, der richtige Anschlag. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicon-Tex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium. Nein, wir machen heute keinen Anschlag, sondern wir sprechen über den richtigen Anschlag auf der AR-15-Plattform, Carbine-Plattform, was auch immer. Da gibt es ja verschiedene Sachen, auf die man eingehen kann. Gerade bei der Plattform ist es ja so, man kann extrem viel falsch machen, einstellen, konfigurieren und anpassen. Und genau deswegen sollten wir im Endeffekt mal über die Dinge sprechen, die man beachten sollte. Rosi, dein Stichwort. Ja. Wenn wir uns jetzt die unterschiedlichen Waffen anschauen, wir haben unterschiedliche Offset, wir haben unterschiedliche Montagen, wo haben wir unseren Gewehrriemen angebracht und. Worum geht's? Wir wollen, wenn wir jetzt wieder über schnelle Präzision sprechen, das schnelle Schießen, sich schnelle und präzise Schießen, dann sollte die Waffe so konfiguriert werden, dass das unterstützt wird und nicht behindert. Fangen wir an mit der Schulterstütze. Wenn wir die falsch eingestellt haben, zum Beispiel zu lang, dann ist das schwierig, hier geradeaus in Anschlag zu gehen. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich die Schulterstütze so einstelle, dass ich optimal arbeiten kann. Also ich schnell bin und präzise. Das hängt auch so ein bisschen von unserem eigenen Körper ab. Ne? Nicht alle sind gleich gelenkig und so weiter und so fort. Das heißt, da muss man einfach in Anschlag gehen. Und zwar erstmal ohne Waffe. Was ist für mich ein natürlicher Anschlag? Und jetzt nimmt man aber die Waffe dazu. Ist das immer noch natürlich? Und ich arbeite halt ganz viel mit dem Index Point. Das heißt, wenn wir an den Griff gehen, will ich, dass ich mit dem Mittelfinger tatsächlich an den Abzugsbügel gehe. Wenn ich den spüre, habe ich einen guten Griff. Wenn ich ihn nicht spüre, ist der Griff viel zu weit unten. Und das heißt, ich habe beim Abkommen überhaupt keine Kontrolle. Weiterhin, wenn ich jetzt schieße, mit den Daumen entsichere ich. Und hier beim Schießen spüre ich mit dem Schießfinger, wenn ich richtig greife, auch die Sicherung. Das heißt, ich spüre jetzt, dass entsichert ist. Und wenn ich den Finger strecke, sichere ich und habe auf der anderen Seite den Daumen auf der Sicherung. Dann grätsche ich mal kurz rein. Ja. Das geht natürlich auch nur klar bei Waffen, die eine beidseitige Sicherung haben. Ist meine absolute Empfehlung für alle, die jetzt zum Beispiel auch behördlich arbeiten. Aber es gibt auch so mehr Sicherheit. Es gibt einige Sportarten, wo gar nicht gesichert wird. Da ist es natürlich wirklich egal, aber ansonsten natürlich nicht. Gerade im sportlichen Bereich, also ich kenne es von der Vereinswelt, da ist tatsächlich überhaupt die Sicherung spielt keine Rolle. Genau. Ja? Und sie sagen im Endeffekt Waffe ablegen mit Verschluss offen. Ich mache es immer noch für mich so, dass ich zusätzlich auch mit der Sicherung arbeite. Gibt mehr Sicherheit, ja, ganz klar. Ja. Ich habe schon erwähnt, dass ja mein Hauptauftrag Spezialeinheiten auszubilden ist. Und da ist völlig außer Frage, wenn ich nicht im Ziel bin, ist die Waffe gesichert. Das heißt, ich muss dann auch eine Sicherung haben, die das fördert. Es gibt auch sehr ungünstige Sicherungen, zum Beispiel bei der MP5. Wenn die im Urzustand ist, dann ist die Sicherung einfach ungünstig. Ist halt irgendwann in den 70er Jahre entwickelt worden. Das hier sind halt modernere. Die allerbeste Sicherung, die es überhaupt gibt, ist vom G36. Oldschool, die Waffe selber mittlerweile, aber eigentlich ist die noch älter. Aber da ist halt sehr günstig gebaut, die Sicherung, sie ist länger. Aber es geht auch mit der ganz normalen AR-Plattform. Lass mich noch mal kurz zurückspringen zum Schaft mit der Länge. Es gibt ja eine Empfehlung, die so kursiert, dass man den Schaft auf die Länge einstellen soll, wenn du die Waffe in der Hand hast und den Schaft hier in die Armbeuge nimmst. Was hältst du davon? Nein, das ist gar nichts. Diese typische, nein, hältst du gar nichts von? Nein. Das wurde mal entwickelt zu einer Zeit, wo der Schnellschuss noch so oldschool, wo man noch so schnell geschossen hat. Ja. So, und da muss die Schulterstütze natürlich auch länger sein, damit ich überhaupt Kontakt zum Körper habe. Das ist ja schon lange, also ich sag mal, seit 10 Jahren ist der normale Zustand, wenn ich kontrolliert schnell schießen muss, dass ich viel weiter mit der Schulterstütze reingehe. Das heißt, ich muss sie kürzen. Also sprich, Index Point ist das Way to go. Darauf baue ich die Länge meiner Schulterstütze auf. Und wenn wir jetzt gerade bei den Stichwort Index Point sind, ich habe also einen Index Point und das ist dieser Punkt hier. Gehe einmal in die Richtung in Anschlag. So, alles richtig machen, Fußspitzen geradeaus. So, ich mache jetzt hier mal den Punkt. Jetzt setzen wir die Waffe wieder ab. Und das ist jetzt dein Index Point. Einmal zur Kamera nochmal. Und die Hand weg. So, das ist jetzt der Punkt, den du dir merkst. Da gehört jetzt die Schulterstütze hin. Das heißt, wenn wir die Übung schießen, siehst du zu, dass dieser Punkt
dein Indexpoint, den du dir merken musst, berührt. Wenn ich zum Beispiel auch mit einem Plattenträger arbeite, dann ist das für mich genau das Gleiche. Natürlich gehört die Schulterstütze auf die Platte rauf. Nur, wenn ich halt mit einem Plattenträger arbeite, dann gehe ich eine Raste nach innen. Na, für den normalen Sportschützen völlig unwichtig. Ja. Aber wenn jetzt im Winter geschossen wird mit viel Kleidung, das ist ein Vorteil bei einer einschiebbaren Schulterstütze, dann kann ich halt eine Raste nach innen gehen und meine Hände sind wieder gleich. However, der Punkt ist hier der gleiche. Das heißt, wenn wir jetzt mit einem Indexpoint arbeiten, geht dort die Schulterstütze an diesen Punkt. Dann hast du schon mal die Seite sauber ausgerichtet. Das zweite ist, je nach Visierhöhe, wo ist mein Indexpoint, damit ich den roten Punkt sehe. So, das heißt für mich, bei dieser Waffe, wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Low Ready in Anschlag gehe, schlage ich hier außen gegen. Für dieses schnelle, dynamische Schießen habe ich natürlich eine optimale Schulterstütze. Sie ist sehr, sehr flach. Das heißt, ich kann meinen Kopf gerade halten. Bei dir ist das so. Die ist auch gut, die Schulterstütze, aber die ist eher geeignet für den Präzisionsanschlag im Liegen zum Beispiel. Da kannst du den Kopf natürlich halten. Deswegen ist das so ausgelegt. Für das, was wir jetzt gerade machen, ist das nicht so günstig. Du musst also den Kopf so ein bisschen anpassen. Wie auch immer es funktioniert, bei mir ist es halt leichter. Ich gehe einfach hin und schlage an. Und wenn ich jetzt hier anschlage, an meinen Indexpoint hier oben, sehe ich auch den roten Punkt. Mach das auch nochmal. Such dir irgendeine Schraube als Haltepunkt aus. Erstmal zielen. Jetzt hast du dir den hier eingeprägt. Jetzt prägst du dir diesen Punkt hier nochmal ein. So, Low Ready. Und jetzt schlägst du dagegen. Mit der Schulterstütze da. Genau. Und dann hast du immer deinen roten Punkt. Okay. So, du hast jetzt schon 2 Indexpointe. Einmal den Punkt, einmal den Punkt. Den dritten hast du an deiner Hand. Spürst du das Waffengewicht auf deinen Mittelfinger? Mittelfinger? Ja. Das ist mein Abzugsbügel. Eigentlich spüre ich es hier. Zwischen. Das ist auch richtig. Das eine ist hinten spüren und der zweite ist der Griff am Abzugsbügel. Das heißt, wenn du jetzt hier das Gewicht auf dem Mittelfinger hast, dann hast du den richtigen Griff. Ich habe ein Überbein an der Stelle, weil ich halt viel schieße. Das ist aber ganz normal. Wenn du diesen Druck spürst, geh nochmal einen Anschlag. Jetzt ein bisschen mal konzentrieren, ob du da was spürst. Du musst da was spüren. Wenn du das spürst, ist das auch gut. Das heißt, wenn du diesen Druck spürst, nennt sich visualisieren. Wenn diese Drücke alle an der richtigen Stelle sind, dann hast du einen guten Anschlag. Auf der rechten Seite. Jetzt gehen wir nochmal zur linken Seite, deinen linken Arm. Nochmal den Anschlag. So, und was schon mal gut ist, du hast einen C-Griff, den kann man noch ein bisschen optimieren, indem du noch mehr Kontrolle nimmst. Nimm mal einen Ellbogen einen Ticken höher, jetzt kannst du richtig rumgreifen. Das ist in dem Augenblick wichtig, wo du den roten Punkt ruhig halten willst. Der Auftrag der rechten Hand ist einmal natürlich entsichern, abkrümmen, aber positionieren. Und hiermit hältst du den roten, mit der linken Hand hältst du den roten Punkt an der richtigen, auf den Haltepunkt letztendlich oder Haltefläche. Okay? Dann hast du deinen Gewehrriemen. Du spürst ihn nicht, bei mir ist das so. Ich gleite entlang meines Gewehrriems und greife zu. Und das heißt, ich spüre auch meinen Gewehrriemen hier am Arm. Wenn ich jetzt statisch schieße, kann ich sogar noch weiter anziehen und kann jetzt die Waffe optimal in die Schulter ziehen, über die linke Hand, ohne dass mein Arm zieht. Das macht der Gewehrriemen. Na? Das ist jetzt hier. Ich spüre ihn an der linken Seite, ich spüre ihn hier unter. Ich bin auch noch beweglich genug. Wird mit Ausrüstung ein bisschen schwieriger, aber so nutze ich halt meinen. Du bist ja auch ein großer Fan von Two-Point-Slings. Auf jeden Fall. Ja. Erzähl uns vielleicht da noch mal kurz was zu, was ideale Anschlagpunkte sind oder was Alternativen wären. Du hast jetzt einmal außen, hinten gewählt. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, da hast du meine Ausrüstung auch schon korrigiert und ich muss sagen, das funktioniert für mich auch tatsächlich besser. Wenn ich hier außen den Punkt habe, dann vielleicht, dass du nochmal erklärst für die Leute. Ja, ist so eine Sache, wenn ich jetzt hier mit arbeite, muss ich mir überlegen, was soll der Gewehrriemen eigentlich für mich, wie soll der mich unterstützen? Einerseits, wenn ich jetzt ganz gemütlich stehe, hänge ich sie ran, ich habe meine Arme entspannt, meine Muskulatur ist entspannt, es liegt ja einfach auf der Schulter an. Wenn ich schießen will und ich gehe in den modernen Schnellschussanschlag, dann ist ja der Gewehrriemen hier außen. Wenn ich ihn innen einhake, was ja viele denken, dass das richtig ist, dann behindert der Gewehrriemen mich am Hals. Das ist der Grund, warum ich jetzt hier arbeite. Wenn ich jetzt einen Armwechsel machen muss, gehe ich einfach rein und er ist wieder entspannt.
Und wenn ich zurückgehe, ist er wieder entspannt. Das heißt, ich habe hier immer die Vorteile, wenn ich ihn außen setze, dass er mich selber nicht behindert. Okay. Wenn ich jetzt innen eingeklickt habe und ich mache einen Armwechsel zum Beispiel, dann drücke ich mir manchmal auch selber den Hals ab. Deswegen, eigentlich machen alle Profis das so, dass sie ihn nach außen nehmen. Das ist eigentlich auch nichts Besonderes mehr. Aber viele wissen das halt nicht und machen sich das Leben schwer. Was sagst du zum Anschlagpunkt direkt hinterm Handgriff? Das machen wir gleich mal als Partner. Setze ihn mal um. Okay. Wenn ich jetzt einen Wechseldrill zum Beispiel durchführe, Transition von Sturmgewehr auf Pistole, gehe ich hin, wechsel, habe meine Pistole in der Hand. Die Waffe selber ist immer unter Kontrolle, meine Mündung ist unter Kontrolle. Das ist der Hauptvorteil. Jetzt mach du mal das Gleiche. So. Okay. Und hepp. Gut, da waren jetzt 3 Fehler bei, aber macht nichts. Aber, lass mal. So, die Waffe ist jetzt hier. Du machst das ein bisschen dynamischer. Und jetzt zeigt deine Mündung in eine Richtung, die natürlich nicht günstig ist. Denn das hat ja einen Grund, dass du jetzt gerade gewechselt hast auf Pistole. Jetzt nehmen wir an, das ist die Störung 4. Nicht verriegelter Verschluss, out of battery. So, und das heißt, in dem Augenblick, wo du es da reinrückst, könnte es ja theoretisch sein, dass die Waffe verriegelt. Jetzt ist eine fertig geladene Waffe, die in eine unkontrollierte Richtung zeigt. Deswegen, das macht kein Mensch. Heute macht man das so, hinten montieren und ich habe immer die Kontrolle. Ich muss nur meine Magazintasche freikriegen, dass ich da arbeiten kann. Das ist aber alles. Okay. Gut, dann hätten wir noch die Anschlagsmöglichkeiten vorne. Du bist jetzt, du hast eine relativ kurze AR. Du bist so weit, wie es geht, nach vorne. Ja, ich will mein Gewehrriemen so haben, dass er mich halt nicht behindert. Hier behindert er auch nicht, aber ich habe den Problem Kontrolle. Aber vorne ist es auch ein bisschen Geschmackssache. Wenn man jetzt ganz, ganz viel mit Ausrüstung arbeitet, du arbeitest nicht so viel mit Ausrüstung, ich habe einen Plattenträger, dann ist das halt hier vorne fixiert und ich bleibe eher an meiner Ausrüstung hin. Hier habe ich jetzt viel Platz und kann sie entsprechend auch führen. Okay. Das ist halt Vorteil. Aber ist das jetzt wirklich wichtig? Nein, das muss man in der Praxis feststellen. Und die Ausrüstung ist auch nie fertig. Wir gehen jetzt ran. Wir verändern uns auch als Mensch. Unser Körper verändert sich. Wir machen Sport, werden irgendwann fitter, gelenkiger oder machen keinen Sport. Da muss man den Gewehrriemen so ein bisschen auch anpassen. Ja. Hinten ist außer Frage. Das gehört nach außen. Wenn wir so schießen, wenn ich nur 10er Ringscheibe schieße und mich nicht bewege, ist das eigentlich egal. Aber für mich jetzt hier hinten und außen und vorne für mich selber. Ich arbeite halt mit Laser und Lampe noch. Ja. Ich brauche ja auch meinen Platz. Und immer wieder Kontrolle. Super. Perfekt. So, dann Stichwort Vordergriff haben wir noch, würde ich sagen. Ne? Ja. Gibt es viele Sachen. Du hast den AFG von Magpul. Der ist gut. Dann, Hallo Toni. Toni wird sich freuen, der liebt den nämlich auch. Ja, es ist halt, warum ist der entstanden? Wir hatten früher den Sturmgriff. Da möchte ich auch noch gerne was zu sagen. Geh nochmal einen Anschlag. Und jetzt nutzt den mal als Sturmgriff. Also so quasi. Genau. Ne? Stellen wir uns vor, wir arbeiten jetzt so. Versuch mal den roten Punkt ruhig zu halten. Fertig? Du hast gerade festgestellt, bewegt sich nach rechts und links. Ja. Auch im Rückstoß. Jetzt machst du nochmal richtig. Ich mache genau das Gleiche. Ich bin zu schwach. Nein, nach links, rechts bewegt er sich. Ja. Aber der kippt ja nicht mehr. Ja. Und das ist die Kontrolle, die wir auch im Rückstoß ja brauchen. Ne? Also diese Bewegung hattest du eben und die ist jetzt weg, dadurch, dass du höher greifst. Ja. Das heißt, dein Vordergriff ist nichts weiter als ein Indexpoint für die linke Hand. Genauso wie bei mir. Aber, und das ist der Vorteil, wofür wir den überhaupt brauchen, wenn ich jetzt sehr, sehr lange unterwegs bin auf Patrouille, dann lege ich meinen Arm irgendwo ab, habe jetzt hier meinen Sturmgriff und dafür ist er auch okay. Auch wenn ich jetzt den Griff so nutze, den alten Sturmgriff. Nur zum Schießen ist der Sturmgriff nichts weiter als ein Indexpoint. Das heißt, an der Stelle, da gehört die Hand hin. Als Indexpoint. Spätestens, wenn wir an die Handhabung gehen, wirst du sehen, wie wichtig er ist. Gegenüber, du hast gar nichts vorne. Dann greifst du mal hier hinten, mal nach vorne. Hier weißt du, Indexpoint. Sobald du diesen Griff hast, ist die linke Hand an der richtigen Stelle. Geh dir mal einen Anschlag. Deine Hand ist nicht ganz natürlich. Spürst du gerade? Ja. So, und das ist eigentlich der Engelgrip, den du hier hast. Hier ist das für mich viel einfacher, eine natürliche Hand zu halten. Ja.
Das ist der Vorteil gegenüber denen, aber der funktioniert natürlich auf jeden Fall als Indexpoint. Nur deine Hand ist halt einmal so und einmal ein bisschen natürlicher. Das ist wenn ich jetzt das mal auch mal von dem AFG mal die Nachteile mal, also warum ich für mich auch entschieden habe, nicht den AFG zu nehmen. Ich habe mir gesagt, das ist mir zu viel, was hier mir den Platz unten blockiert. Das heißt, wenn ich mal irgendwo angestrichen oder aufgelegt schießen will, habe ich natürlich hier eine gerade Fläche, die du jetzt nicht hast. Richtig. Wie kompensierst du das? Ich lege einfach hier auf. Nur auf dem... Oder das, was ich habe. Ich nehme das, was ich habe. Okay, verstanden. Gut. Ja, super. Fällt keine Frage mehr ein. Gut, dann werden wir es gleich in der Praxis machen. Das heißt, wir werden jetzt unseren Anschlag optimieren. Dann werden wir aus der Low Ready, weißt du, was das ist? Ja, Low Ready heißt ja tiefe Bereitschaft. Das heißt, ihr geht gleich in den Anschlag, habt euren Indexpoint, geht runter und dann schlagt ihr einfach mit dem Indexpoint am Kinn gegen das Kinn und trefft dann aber euer Ziel. Und das wollen wir ein paar Mal machen. Dann gehen wir in die nächste, in die Suhl oder Patrouillenhaltung oder wie immer du es nennen willst. Da gibt es leider verschiedene Ausdrücke für und alle sind nicht verkehrt. Dann werden wir aus dieser gemütlichen Haltung einmal in Anschlag gehen. Das heißt, wir müssen den nächsten Indexpoint finden. So, und als Abschlussübung stellen wir dann links, rechts, kehrt und arbeiten uns dann vor und müssen wieder den richtigen, perfekten Anschlag unten finden und oben. Und wenn wir diese Übung durchgeschossen haben, wirst du sehen, sitzt dein Anschlag oder machst du immer noch Sachen falsch. Jetzt machst du Sachen falsch, trainierst halt ein bisschen trocken. Aber es muss halt irgendwann natürlich werden. Standby. Erst einmal in Anschlag gehen, zielen, zielen, zielen. Dann die Mündung absenken in die Low-Ready-Position. Alles bleibt gleich. Das Einzige, wir schlagen jetzt mit der Schulterstütze an der richtigen Stelle am Kinn an. Standby. Hep. Du standst nicht auf dem Vorderfuß, bleib auf dem Vorderfuß. Hep. Macht ruhig langsame Bewegung. Werdet ihr sehen, ihr seid nicht langsamer mit dem Treffer vorne. Hep. So. Stopfen. 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 Guck mal, den Einschuss, das war deine schnelle Bewegung. Ja. Da ist die Waffe nach oben weggerückt. Das ist der ganz oben Treffer. Der nächste Punkt, ja. Wenn du jetzt langsam nach oben gehst, wirst du feststellen, dass das nicht mehr passiert. Du hast also viel mehr Kontrolle, wenn du einen Ticken lang, also wirklich ganz klein wenig von der Geschwindigkeit rausnimmst. Okay. Standby. Erst zielen, dann absenken, auf Vorderfuß stehen. Low ready. Hep. Klasse. Bisschen mehr konzentrieren auf Vorderfuß, wenn du im Anschlag bist. Hep. Immer der Daumen ist immer oben auf der Sicherung. Immer. Hep. Auf dem Vorderfuß stehen. Nach vorne beugen und auch so bleiben. Hep. 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 Ja. Gut. Entladensicherheit herstellen. Letzten hart daneben gerissen. Okay. Verstanden so? Ja. Gut. Das nächste, was wir machen, der nächste Schritt ist, ihr stellt euch gemütlich hin und dann sollt ihr den nächsten Indexpoint finden. Und zwar hier an der Stelle muss die Schulterstütze hinten gegendrücken. Das heißt, von hier aus gehst du hin, schlägst gegen, dann den zweiten Indexpoint am Kinn. Also 2 Bewegungen. Du stehst gemütlich, 1, 2. Und was fehlt jetzt noch zum Anschlag, wenn ihr mich jetzt so seht? Jetzt? Ja. Deine Wange. Und jetzt? Ist das gut? Niemals. Das ist mein Anschlag. Und das heißt, wir haben jetzt noch eine Bewegung, was wir gleichzeitig machen müssen. Aus dieser Position Suhl. Punkt 1, Punkt 2 und automatisch nach vorne beugen und dann treffen. Das machen wir einmal trocken. So, entspannt stehen. Die Füße könnt ihr schon, geht einmal in Anschlag. So, nach vorne beugen, auf dem Vorderfuß. So, lasst die Füße, wo sie sind. Und Waffe einziehen, so. Dann Standby, zack. Relax. Hep.
Wo ist der Daumen? Immer auf der Sicherung. Okay, fertig laden. So, das gleiche. Wir wollen jetzt treffen. Das heißt, nicht schneller schießen, als was ihr treffen könnt. Standby. Denkt dran, Index Point 1, 2, nach vorne beugen. Hepp! 1, 2. Sehr gut, beide. Hepp! 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 Hast du Schulterschütze am Kinn gespürt? Ja. Hatte ich auch den Eindruck. Hepp! Gut. Entladen, Sicherheit herstellen. So, eine schöne Erfolgskontrolle. Jetzt wollen wir sehen, ob der Stand wirklich schon so ein bisschen im Körper und Geist ist. Und das heißt, wir machen Drehungen. Drehungen sind ziemlich einfach. Für euch, ihr dreht euch einfach hin und schießt. Und für mich als Ausbilder, ich muss halt ein bisschen mehr richtig machen. Kommando wird dann sein: rechts! Hepp! Wir, wie immer, Ziel anschauen, Haltepunkt anschauen. Jetzt eine saubere Drehung und treffen. Links! Hepp! Cut! Linke Schulter. Ich zeige dir mal ganz kurz das Männer links. Hepp! Schauen. Cut! Rechte Schulter. Hepp! Okay. Ihr dreht euch einfach, wie ihr wollt, das ist eigentlich egal. Ich habe jetzt das richtig gemacht. Meine Füße gehen immer nach vorne, weil vor mir habe ich Kontrolle. Ich bin eben hierher gegangen, ich weiß, was vor mir ist. Ich habe immer Kontrolle, was vor mir ist. Da wird auch keiner sich hinstellen und Fuß davor haben. Hinter mir könnte jetzt einer einen Fuß, dann falle ich halt hin. Ist hier nicht so wichtig. Was für mich jetzt wichtig ist, beim Behördentraining jedenfalls, immer Kontrolle. Und das heißt, ich gehe jetzt einen Schritt nach vorne. Wenn ich jetzt von hier aus einen Schritt nach vorne gehe, wenn ich so rumstehe, ich gehe einen Schritt nach vorne, mit dem rechten Bein nach vorne gehen und entsprechend mit dem Bein, wenn ich jetzt nach vorne gehe. Nochmal, für euch nicht wichtig, ihr dreht euch, ihr haltet immer die Sicherheitsregel 2 ein. Das war das mit der Mündung in eine sichere Richtung. Ich zeige es nur richtig, ich zeige es nicht falsch. Hin und dann geht ihr in Anschlag und nicht vorher in Anschlag gehen und dann uns überstreichen. Verstanden? Machen wir einmal trocken. Standby. Rechts! Hepp! So, ja. Links! Hepp! Hast du vorher das Ziel angeschaut? Den Nein. Haltepunkt? Gut, nochmal. Links! Erst den Schädel rum. Hepp! Gut, Stand, passt soweit. Kehrt! Linke Schulter. Einmal ganz kurz anzeigen. Guck nach vorne. Hepp! Erst das Ziel sehen, richtig rum. Und jetzt einfach. So, halt mal. Guck mal deine Füße an, wie die stehen. Genau, ne? Tim, bei dir geht auch besser. Ne? Eine ist vorne, eine ist hinter. Gut. Nochmal. Kehrt! Linke Schulter. Hepp! Ja, am Stand sehen wir, ist noch nicht 100%. Ne? Da können wir noch ein bisschen was tun. Okay, aber das reicht. Das wären sichere Schüsse. Fertig laden. Rechts! Denkt dran, perfekter Stand, dann habt ihr auch einen perfekten Treffer. Hepp! Gut, wieder sichern. Links! Hepp!
Links. Hopp. Bleibt mal so stehen. Guckt mal eure Füße an. Ja. Zeigen die noch nach vorne? Nee. Gut, schnell korrigieren. Gut. Kehrt. Linke Schulter. Hopp. Bleibt so stehen. Guckt eure Füße an. Tim, auch nicht perfekt. Bei dir auch nicht perfekt. Richtig hinstellen. Gleich korrigieren den Fehler. Nochmal zielen. Ne, Muskelerinnerung. Alles so. Ist das okay? Kehrt. Rechte Schulter. Hopp. Okay, entladen, sichert, herstellen. Sicher. Gut, dann kommt mal ran. Für dich, was sagst du zum Stand selber? Ja, da ist Verbesserungspotenzial da. Ja, war aber nicht schlecht. Ne? Das Wichtigste, wir haben die Sicherheit eingehalten. Wenn wir nach vorne schauen, von der Streuung, Tim, erstmal gut. Guck mal selber deine Löcher an. Sind wir ganz knapp da über. Ne? Das heißt, aber der eine war der ganz am Anfang, der eine Schuss. Exakt. Ne? Da zusehen, dass du da hinkommst. Ne? Und das heißt, ein Stand ist eine Sache, das statisch zu machen. Aber das ist natürlich niemals das Endziel. Das Endziel ist, ihr lauft irgendwo hin, geht in Anschlag, trefft dann das Ziel, Drehung, Schießen in der Bewegung, aus der Bewegung. Selbst wenn ich jetzt in der Bewegung schieße, ist mein Oberkörper genau das, was wir gerade gemacht haben. Nur, dass die Beine sich halt bewegen. Hast du Fragen? Nö. Hast du Fragen? Dann lass uns ordentlich weiter trainieren und dann wird es besser. Gut. Dann fassen wir nochmal zusammen, was wir in dieser Lektion gelernt haben. Listen and repeat. Oh Gott. Bratwurst. Bratwurst. Also wichtige Komponenten, richtige Sling-Positionierung, der Schaft, die Länge der Schafteinstellung ein wichtiger Punkt, der richtige Abstand zum Vorderhandgriff und natürlich immer wieder die Fußstellung. Alles zusammen ergibt den besseren Schützen. Und was da vielleicht noch eine kleine Ergänzung ist, ich habe dir jetzt vieles gesagt, was du machen sollst. So, jetzt machst du es einfach. Immer wieder richtig. Dann wird sich Folgendes ausbilden. Es wird sich dein Unterbewusstsein, dazu sind wir in der Lage, das zu programmieren. Das wird natürlich nebenbei immer mitlaufen. Also alles Gute, was du machst, wird im Unterbewusstsein laufen. Aber alles Schlechte, was du machst, wird auch im Unterbewusstsein laufen. Das heißt, ihr müsst zusehen, lieber weniger und richtig trainieren, als irgendwo rumzuballern. Da werdet ihr nicht besser. Bringt nur noch Spaß. Exakt. Und das Zweite ist, wir müssen nicht wissen, was alles falsch ist. Wir müssen nur irgendwann unser gutes Gefühl entwickeln. Und das heißt, es wird irgendwann, wenn wir intensiv trainieren, wird das ganz natürlich sein, dass ich am Vorderfuß stehe. Habe ich euch jetzt ein paar Mal korrigiert. Warum? Weil das früher nicht so wichtig war für euch. Wenn ich nur treffen will, dann könnt ihr euch eigentlich hinstellen, wie ihr wollt. Ihr trefft. Es ist nur den Haltepunkt, den roten Punkt auf den Haltepunkt bringen und richtig abkrümmen, dann trefft ihr. Ja. Das war nicht der Anspruch, den wir jetzt für diese Lektion hatten, sondern wir wollen eigentlich in jeder Situation auch treffen können. Und da bilden wir dann irgendwann aus unsere Muskelerinnerung und das gute Gefühl, wenn alles sich so gut anfühlt, dann werde ich auf jeden Fall treffen. Und da müssen wir hin. Wir müssen für Reserven sorgen und das ist genau das, Muskelerinnerung, Unterbewusstsein. Und das Bewusstsein, jedenfalls für Behörden, muss ich immer in der Entscheidung haben, schießen, nicht schießen, wo sind meine Kollegen oder Kameraden. Dafür brauche ich mein Bewusstsein und das Unterbewusstsein, das soll die Lakaienarbeiten für mich abarbeiten und die Muskelerinnerung. Schönes Schlusswort. Ja, ist eine bisschen längere Folge geworden, diese hier, aber ich denke, es waren noch sehr, sehr viele wichtige Punkte da mit drin. Im nächsten Teil geht es dann um die stehend, liegend, knienden Anschläge. Das wird, denke ich, auch ein sehr spannendes Thema. Auf jeden Fall. Freue ich mich schon drauf. Rosi, vielen Dank. Wie immer an dieser Stelle, schaut einmal in die Beschreibung zu unseren Sponsoren, die diese Serie möglich machen. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, bye bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium.